In diesem Video geht es um die Wechselwirkung zwischen einem Magneten und einem stromführenden geraden Draht. Wir hatten im ersten Teil unseres Stationenlernens erstmal die Eigenschaften magnetischer Stoffe untersucht. Ströme waren auch schon ins Spiel gekommen, nämlich durch unsere Wirbelstromversuche. Wir haben gesehen, dass nicht magnetische, aber leitende Körper wechselwirken mit Magneten. Und jetzt wollen wir uns die Wechselwirkung zwischen Magneten und Strömen im Experiment anschauen. Hier haben wir schon zwei Magneten, das könnte jetzt auch einer sein mit Nord- und Südpol. Wir sehen die Feldlinien, also die Kraftlinien zwischen Nord- und Südpol. So, und so sieht unser Experiment aus, unser Versuchsaufbau. Hier haben wir eine Stromquelle, das ist ein Netzgerät, bis zu 3 Ampere. Hier ist der Magnet aufgehängt, der ist drehbar aufgehängt, kann um die senkrechte Achse sich also drehen. Und hier das schwarze ist ein Kabel, das wir dann unter Magneten durchschieben. So, ich gehe hier nochmal unten durch. Achtung! Wenn ich mit dem Kabel unten durch den Magneten unten vorbeikomme, pendelt er aus. Dann beruhigt er sich wieder. Immer wenn ich unten durchkomme, will er sich senkrecht stellen. Was haben wir gesehen? Magnet und Kabel waren zunächst parallel. Die Richtung des freidrehbaren Magneten wird praktisch durchs Erdmagnetfeld gegeben. Wir schieben das Kabel unter den Magneten und wenn wir unter Magneten sind, lenkt auf einmal der Magnet aus. Er will sich senkrecht zum Kabel stellen. Und jetzt machen wir gleich was anderes. Wir nähern uns jetzt mit dem Kabel von links dem Magneten und jetzt soll bei Annäherung das Kabel senkrecht zum Magneten sein. So, ihr seht jetzt hier das Kabel, das steht jetzt sozusagen senkrecht auf dem Magneten. Beim Magnet sind die Pole also vorne und hinten. Ich nähere mich jetzt also einer Polrichtung mit meinem Kabel, in dem ein Strom von etwa 3 Ampere fließt. Was passiert? Es hat ein kleines bisschen sich bewegt. Wenn ich jetzt da unten so durchgehe, aber viel bewegt sich nicht. In der Summe können wir also sagen, vorher, Bild oben, Magnet und Kabel parallel, hinten das schwarze Kabel. Nachher, wenn das Kabel unter dem Magneten ist, Magnet und Kabel so etwa senkrecht, so auf halbem Weg zumindest. Bisher haben wir nur gesagt parallel und senkrecht, aber jetzt schauen wir uns mal dieses Thema Richtungen noch ein bisschen genauer an. Wir haben hier einen Stabmagneten im Modell. Rot ist immer der Nordpol und grün ist immer der Südpol. Und beim Nordpol, da gehen die Feldlinien weg, also nach außen gehen sie hier vom Magneten weg, aber sie gehen auch vom Nordpol innerhalb des Magneten zum Südpol. Beim Südpol vereinigen sich die Feldlinien, die gehen alle in den Südpol hinein und dieses Verhalten sehen wir bei beiden Modellen. Also auch rechts in den Südpol, da gehen die Feldlinien rein und beim Nordpol hinten, da gehen die Feldlinien weg. Und innerhalb des Magneten gehen die Feldlinien vom Nordpol zum Südpol. Hier sehen wir uns das Ganze im Modell an. Das Kabel bewegt sich von unten jetzt auf den Magneten zu, also seitlich. Und wenn es unter Magneten ist, dann schwingt der und stellt sich senkrecht zum Kabel. Wir können uns jetzt überlegen, warum richtet sich denn der Magnet senkrecht zum Kabel aus? Warum bewegt er sich so in diese Richtung? Zunächst mal die Überlegung, für Bewegungen sind meistens Kräfte zuständig. Was kennen wir für Kräfte? Wir kennen magnetische Kräfte. Kräfte zwischen Magneten. So, und jetzt die Überlegung. Vielleicht verhält sich ja das stromführende Kabel wie ein Magnet. Es müsste dann am Strom liegen, denn das Kabel selbst ist nicht magnetisch. Das haben wir vorher getestet. Es gehört nicht zu den magnetischen Stoffen. Aber es ist ja Strom durchflossen und jetzt verhält sich's wie ein Magnet. Aber eins ist eigenartig. Es müsste sich dann wie ein Magnet verhalten, der senkrecht zum Kabel steht. Denn hinterher soll ja das Feld des Kabels zum Magneten parallel sein.
Und Magneten unter sich wollen sich antiparallel ausrichten. Das sehen wir hier. Wenn ich hier einen Magneten habe, hier Nordpol und hier Südpol, und die lasse ich frei aufeinander zugehen, dann richten die sich so aus, dass Nordpol an Südpol liegt. Und das probieren wir im Experiment jetzt aus. Hier im Modell, aber wir haben es auch tatsächlich ausprobiert. Und wir unterstellen, dass der Magnet so aufgehängt ist, dass er nicht kippen kann, also dass er sich nur um seine vertikale Achse drehen kann. Wir schieben jetzt den anderen Magneten unten unter diesen aufgehängten Magneten, und zwar in der Orientierung senkrecht zur Kabelrichtung. Mal sehen, was der obere Magnet macht, wenn der untere Magnet jetzt auf ihn zugeschoben wird. Was ist also passiert? Der obere Magnet hat sich parallel zu dem unteren Magneten ausgerichtet, also antiparallel, und damit senkrecht zu der Richtung, die vorhin das Kabel hatte. Damit sehen wir unsere Vermutung bestätigt, dass sich das Kabel wie ein Magnet verhält, aber wie ein Magnet, dessen Feldrichtung senkrecht zur Kabelrichtung steht. Dieses eigenartige Verhalten wollen wir jetzt uns mit einem anderen Versuch anschauen, und zwar mit dem Kompassversuch. Hier ist der Aufbau. Diesmal ist der stromführende Draht senkrecht, geht also vom Boden zur Zimmerdecke, gerader Draht. Hier ist so ein Plexiglastisch und hier ist ein Kompass. Und im Video, das gleich kommt, verschieben wir den Kompass an verschiedenen Positionen und können damit verfolgen, wie sich um den Draht rum das Feld verändert, die Feldrichtung. Da geht er gleich in die andere Richtung. Jetzt lassen wir ihn rumwandern. Und er stellt sich immer tangential zu dem Feld. Zu den Feldlinien. Genau, zu den Feldlinien. So, das ist jetzt ein schöner Versuch. Wir sehen, wenn wir den Kompass hier wandern lassen, dann zeigt die Nadel immer in Richtung der angenommenen Tangente der Feldlinie. Kein Zweifel, oder? Stimmt genau. Super. Was kam jetzt beim Kompassversuch raus? Wir sehen hier der gelbe Fleck, das ist das Kabel sozusagen von oben, und damit ist es ein Punkt. Und raus kam beim Kompassversuch, dass die Kraftrichtungen immer, tangential zu diesem Punkt sind, das heißt nicht radial, das heißt, die Kräfte gehen nicht auf den Punkt zu, sondern sie gehen senkrecht zu der Richtung, die zum Punkt führt. Also tangential. Und wenn wir unsere beiden Experimente zusammennehmen, dann haben wir auch eine Information über das Vorzeichen des Feldes. Und das ergibt sich hier in der Skizze von Wikipedia. Die Feldrichtung folgt der Rechte-Hand-Regel. Der Daumen geht hier nach links unten und die Finger umgreifen den Draht und formen die Feldlinie nach. Und hier kommen wir nochmal zu unserem ersten Versuch zurück mit dem Kabel und schauen uns die Ergebnisse im Überblick an. Hier von Plus nach Minus fließt der Strom. Die Richtung des Magnetfelds um das stromführende Kabel ergibt sich aus der Rechte-Hand-Regel. Hier rechte Hand, Daumen nach rechts, die Finger umgreifen den Draht, so geht das Magnetfeld. Und der hängende Magnet, der richtet sich antiparallel zu diesem Magnetfeld aus. Das Experiment, das wir uns jetzt veranschaulicht haben, ist ein Meilenstein in der gesamten Entwicklung der Physik. Und es ist nichts anderes als der berühmte Ørsted-Versuch von 1820. Ørsted hat hier genauso wie wir einen Draht gespannt, Strom durchfließen lassen und die Kraftwirkung des Stroms auf eine Kompassnadel untersucht. Und das haben wir jetzt heute bestätigt.